Muss man in Österreich pünktlich sein? Wie ernst werden vereinbarte Termine genommen? Und hält man sich immer an die abgemachte Uhrzeit? Heute haben wir ein wichtiges kulturelles Thema für euch. Es geht um die Zeit und welchen Stellenwert Zeit und Pünktlichkeit in Österreich haben. Ihr lernt ein paar Regeln und auch absolute No-Gos kennen, die euch in Österreich helfen können, mit ÖsterreicherInnen gut klarzukommen. Los geht's! Grüß euch! Wir sind Nati und Verena. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch von dem ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Vor kurzem habe ich ein Buch über die Zeit bzw. das Zeitempfinden in verschiedenen Kulturen gelesen. Spannend war für mich zu lernen, dass es in jeder Kultur eine sogenannte Silent Language gibt, nämlich jene, die die Regeln einer sozialen Zeit widerspiegelt. Jede Person hat ihr eigenes individuelles Tempo. Das ist weder falsch noch richtig. Dieses Tempo wird aber grundsätzlich maßgeblich von der Kultur dieser Person beeinflusst. Zeit ist also einerseits etwas sehr Individuelles und Persönliches. Trotzdem gibt es bestimmte unbewusste Normen oder Regeln, an die sich die Person und somit auch eine Gesellschaft hält. Robert Levine unterscheidet in seinem Buch zwischen schnellen und langsamen Kulturen. Er erwähnt 8 Punkte, in denen sich Kulturen in Bezug auf Zeit unterscheiden. Wenn wir diese Punkte beachten, können wir uns in anderen Kulturen besser zurechtfinden oder sie zumindest besser verstehen. Wir gehen heute 4 dieser Punkte mit euch in Bezug auf Österreich durch. In Teil 2 sehen wir uns dann die restlichen Punkte an. Starten wir mit Nummer 1 und wahrscheinlich mit einem der wichtigsten Punkte. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit wird in Österreich sehr hoch geschätzt und ist sehr wichtig, sowohl privat als auch beruflich. Aber vor allem im beruflichen Kontext ist Pünktlichkeit immer gefragt. Wenn ihr pünktlich seid, dann zeigt ihr damit Respekt, Verlässlichkeit und dass ihr die andere Person und ihre Zeit wertschätzt. Kommt ihr zu spät, auch wenn es nur ein paar Minuten sind, wird das normalerweise als weniger wertschätzend aufgenommen. Vor allem bei Terminen, wo der erste Eindruck wichtig ist, wie etwa bei einem Bewerbungsgespräch oder einem wichtigen Termin mit KundInnen, ist es wichtig, dass ihr pünktlich seid. Je besser wir die andere Person kennen, desto toleranter werden wir mit Unpünktlichkeit. Zum Beispiel könnte es euch ein Kollege, mit dem ihr euch sehr gut versteht, sicher schneller verzeihen, wenn ihr zu einem Meeting ein bisschen zu spät kommt. Trotzdem ist es immer besser, pünktlich zu sein. Aber weil es natürlich auch einfach vorkommen kann, dass wir es nicht rechtzeitig zu einem Termin schaffen, ist eins sehr, sehr wichtig in Österreich. Gebt immer Bescheid, wenn ihr einen Termin, egal ob Arzttermin, Meeting mit KollegInnen oder KundInnen, nicht wahrnehmen könnt oder zu spät kommt. Ein absolutes No-Go ist es, einfach nicht zu erscheinen, ohne vorher die andere Person informiert zu haben. Das nehmen wir als sehr unhöflich wahr. Das gilt sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Auch ganz kurzfristige Absagen eines Termins sind unhöflich. Wenn wir etwas ausgemacht haben, dann erwarten wir, dass die Person zum abgemachten Zeitpunkt erscheint. Generell würden wir sagen, dass im familiären Umfeld oder im Freundeskreis Unpünktlichkeit ein bisschen mehr geduldet wird. Da kommt es oft auf die Person an, wie jemand mit Unpünktlichkeit umgeht. Es gibt also Personen, die sehr tolerant sind, wenn ihr zu spät kommt, weil vielleicht diese Person auch öfter zu spät kommt, aber es gibt auch Personen, die das sehr schnell als unhöflich empfinden. Ihr solltet aber auch zu privaten Einladungen nicht später als 10 bis 15 Minuten erscheinen. Und wie gerade eben auch schon gesagt, solltet ihr auch im privaten Kontext, wenn möglich, rechtzeitig Bescheid geben, wenn ihr zu spät kommt oder gar nicht kommen könnt. Und wie ist es mit dem Gegenteil? Überpünktlich kommen? Ist das okay? Ein anderer Punkt ist die Überpünktlichkeit. Manchmal sind Personen überpünktlich, das heißt, sie kommen viel zu früh zu einem vereinbarten Treffen. Das kann in Österreich aber auch als unhöflich wahrgenommen werden, weil es die Gastgeberin in Verlegenheit oder Stress versetzen kann, wenn ihr statt zum Beispiel 14 Uhr schon um 13:15 Uhr oder um 13:30 Uhr auftaucht. Überpünktlich kommen passiert mir persönlich nie. Die Verena ist auf jeden Fall ein bisschen pünktlicher als ich. Seid ihr eher im Team zu spät kommen oder gehört ihr eher zu den Überpünktlichen? Schreibt uns das in die Kommentare, wir sind gespannt. Apropos Pünktlichkeit. Die ÖBB, das größte Eisenbahnunternehmen in Österreich, sagt über sich selbst, dass es 2023 im ÖBB-Personenverkehr zu 92,3% pünktlich war. Wie nehmt ihr die Pünktlichkeit in Österreich wahr? Beziehungsweise generell die Pünktlichkeit des öffentlichen Verkehrs in Österreich. Lasst uns eure Erfahrungen gern unten in den Kommentaren wissen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, zwischen dem im Buch unterschieden wird. Nummer 2.
Unterschied zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Freizeit ist für uns sehr wichtig. Wir trennen oft sehr streng zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Natürlich gibt es auch bei uns Workaholics, aber generell gesagt ist für uns der Feierabend und das Wochenende heilig. Die normale Arbeitszeit in Österreich beträgt 38 bis 40 Stunden pro Woche. Wenn diese Stunden erreicht sind, freuen wir uns auf die Freizeit. Wir machen, wenn es die Arbeit erfordert, natürlich auch Überstunden, aber schätzen den Ausgleich zur Arbeit sehr. Wir könnten auch sagen, dass wir eine Work-to-Live statt einer Live-to-Work-Haltung haben. Deshalb ist wahrscheinlich auch Urlaub eines unserer Lieblingsthemen. Hört einmal genauer hin bei Gesprächen. Oft geht es da um den Urlaub und ihr könntet solche Sätze im Dialekt hören. Und, wo fahrt ihr heuer auf Urlaub hin? Ma, ich hab nur mehr 4 Tage Urlaub heuer. Ich habe mir genau da Urlaub genommen, wo schon 3 Feiertage sind. Jetzt habe ich nur 2 Tage Urlaub verbraucht. Und, wie war dein Urlaub? Übrigens, in Österreich sind alle Geschäfte, oder zumindest fast alle Geschäfte, am Sonntag geschlossen. Der Sonntag ist uns nämlich heilig und gilt als Familientag oder als Tag zum Entspannen, zum Sport machen, Freundinnen treffen oder einfach zum Genießen. Zeitliche Abfolge von Ereignissen. Im Buch beschreibt Robert Levine, dass wir für manche Ereignisse im Leben normalerweise eine bestimmte Reihenfolge haben. Zum Beispiel, wenn wir jemanden kennenlernen, starten wir normalerweise mit dem ersten Date, also dem Kennenlernen. Erst später kommt vielleicht die Hochzeit und danach Kinder. Diese Abfolge kann aber von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein. Wir in Österreich sind zum Teil noch sehr traditionell geprägt. Viele Paare folgen zum Beispiel noch diesem Ablauf. Kennenlernen, verloben, heiraten, Kinder und Haus. Ein Beispiel aus dem beruflichen Kontext wären Meetings. Hier beginnen wir Meetings normalerweise mit ein bisschen Smalltalk, kommen aber relativ schnell zum Thema. Ausgedehntes Kaffee trinken oder Netzwerken findet üblicherweise nicht oder erst nach einem Event statt, aber nicht davor. Welche typischen zeitlichen Abläufe gibt es in euren Kulturen? Nummer 4. Nichts tun. Gefühlt fällt es uns immer schwerer, nichts zu tun. Robert Levine erwähnt ein Beispiel aus Brunei, wo Menschen ihren Tag damit beginnen, indem sie sich fragen, was wird heute nicht passieren oder was wird heute nicht gemacht. Das wäre doch auch mal eine gute Idee, oder? Nichtstun kommt in Österreich generell gesprochen selten vor. Unsere Woche ist oft gut durchgeplant mit vielen Arbeits- oder Freizeitterminen. Und Nichtstun ist gesellschaftlich oft nicht gern gesehen, weil Nichtstun schnell mit Faulsein in Verbindung gebracht wird. Wer einmal bewusst nicht erreichbar ist, sich einen Mittagsschlaf erlaubt oder 30 statt 40 Stunden pro Woche arbeitet, wird in Österreich oft schräg angeschaut oder es entsteht schnell Neid. Obwohl, wie vorhin erwähnt, wir Freizeit schätzen, zu viel Freizeit für sich oder für Genuss wird oft nicht gern gesehen. Hier könnte man dann Phrasen hören wie: Nicht jeder hat so viel Zeit wie du. Ja, wenn du das leisten kannst, hast du leicht nichts zum Tor? Ich kann es mir nicht leisten, nichts zum Tor. Wie wird Zeit in eurer Kultur empfunden und gelebt? Und wenn ihr in Österreich lebt, wie nehmt ihr Zeit hier wahr? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.